Heute bei den Lately News ist in Bonn herausgekommen, dass die Deutsche Post ein Überwachungsprogramm unterhielt, das vor allem rechte Netzwerke wie Parler überwachte. Was nur wieder zeigt, dass 007 gar kein Agent ist, sondern eine Postleitzahl. Jedoch machte die Deutsche Post dies nur, um gewalttätige Personen wie Reichsbürger zu identifizieren, bei denen eine Briefzustellung für die Postboten eine Gefahr darstellen könnten. Als ob ein Reichsbürger seine per Post zugeschickte Ausgabe von Lack und Leder der Deutschland GmbH nicht freundlich annehmen würde. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus den Kinotrailern einer bundesweiten Kampagne gegen Geschlechtskrankheiten. Aber nur, weil ich einfach die Kohle brauchte. Denn als Privatkassenpatient muss ich sämtliche Penicillinspritzen aus eigener Tasche bezahlen. Und das waren nach letzten Party bei den RTL-Nachrichten nicht wenige, die ich danach brauchte, denn deren Nachrichtenstudio sieht aus wie ein Set aus einem Saw-Film. Kein Wunder also, dass die Peter Klöppel alle 3 Monate neu klonen müssen. Ups, Spoiler. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL-Nachrichten, da schließt sich der Kreis heute, auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Miami, wo gerade ein paar Kids zum Geburtstag ihrer Mutter einen Kuchen backen. Ach, hätten sie nur nicht Papas Heroin mit dem Mehl verwechselt. Aber immer noch besser als letztes Jahr, als sie Sand für den Sandkuchen genommen haben. Leider Sand vom Strand bei Fukushima. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Filmkritik zum neuen Black Widow, der oder besser gesagt die seit letzter Woche in ausgewählten Kinos läuft oder für recht günstige 21,99 bei Disney Plus angeschaut werden kann. Kleiner Tipp am Rande, wem die 21,99 zu teuer klingen, einfach mit Bitcoins bezahlen. Dann kostet der Film nur noch 0,00002199 Bitcoins. Und in diesem Film springt die Handlung zurück, kurz nach dem Captain America Film aus dem Jahre 2016. Denn jeder kann sich 2021 noch super daran erinnern, worum der Film ging, oder? Nur warum kann man Scarlett Johansson als Black Widow nicht einfach einen Film geben, der nicht auf den Geschichten ihrer testosterongesteuerten Mit-Avengers beruht? Hawkeye einmal ausgenommen, verfickter Hawkeye, den man viel eher hätte auf Vormir opfern sollen als Black Widow. Alleine dafür würde sich eine weitere Zeitreise lohnen, denn niemand will eine Serie mit Hawkeye sehen, wenn er dafür viel mehr Filme mit Black Widow hätte sehen können, die im Hier und Jetzt spielen. Verfickter Hawkeye. Und dann mal schauen, ob Black Widow an seine geistige Vorgängerin Nikita rankommt oder an Charlize Theron in jedem Film seit 1966. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Jedes Jahr sterben in Deutschland alleine zwischen 1.000 und 2.000 Menschen an den Folgen von Drogenkonsum. Das ist zwar schon viel, aber im Gegensatz zu 74.000 Menschen, die jedes Jahr aufgrund von Alkohol sterben, oder die 121.000 Menschen, die direkt und indirekt durch Tabakkonsum sterben, fast nichts. Trotzdem weiß ich nicht, ob man zum Beispiel Cannabis legalisieren sollte oder nicht. Schaut man sich aber allein die USA an, wo dies größtenteils schon gemacht wird, spricht nichts dagegen. Und das ist dort mittlerweile eine Milliardenindustrie. Oder ob man es machen sollte wie in Portugal, wo vor fast 20 Jahren Drogen entkriminalisiert wurden. Das hätte zumindest verhindert, dass sich in Berlin-Buch ein angeblicher Ecstasy-Fund im Wert von über 1 Million Euro als nur hunderte Packungen von den Haribo-Erdbeeren entpuppte. Wobei ich als Polizei jetzt hinterfragen würde, warum jemand hunderte Haribo-Erdbeertüten gebunkert hat. Das ist doch auch nicht ganz koscher, oder? Derweil in Barcelona. In den Vereinigten Staaten
gibt es auf Autobahnen die sogenannte Carpool Lane. Das sind nicht etwa eigene Spuren, wo man nur fahren darf, wenn man James Corden an Bord hat und mit ihm gezwungen ist zu singen. Das verbietet zum Glück der letzte Nachtrag zu den Genfer Konventionen mittlerweile. Hat aber auch lang genug gedauert. Sondern das sind Autospuren, auf denen nur gefahren werden darf, wenn sich mehrere Personen im Auto befinden. Nur, falls du dir diese News gerade auf einer Carpool Lane anschaust, dann verschicke bitte keine SMS nebenbei, sondern konzentriere dich alleine auf die News. Sicher ist sicher. Und um auf einer Carpool Lane fahren zu können, griff ein Spanier in Barcelona zu etwas anderen Mitteln. Denn neben ihm auf dem Beifahrersitz saß eine Leiche. Aufgefallen war er der Polizei nur, weil er knapp 30 Kilometer als Geisterfahrer fuhr. Aber auch nur, weil die Leiche nicht sehr gut war im Kartenlesen. Noch zum Abschluss, die Late News Filmkritik der Woche ist dieses Mal zum neuen Black Widow, der in ausgewählten Fernsehern läuft. Nur hat sich auch dieses Mal wieder gezeigt, dass das Failing Hollywood auch diesen Film nur vollgestopft hat mit Fake Widows. Vorab, ich hätte Black Widow schon lange vorher einen eigenen Film gegeben. Nicht erst, nachdem sie, Spoiler, vor über 2 Jahren in Avengers Endgame gestorben ist. Aber Marvel wäre nicht Marvel, wenn sie Black Widow nicht durch eine Hintertür wieder in die Timeline quetschen könnten. Immerhin wäre Hawkeye nicht mehr nur ein Witwer. Denn wir dürfen nie vergessen, dass Hawkeye nur bei den Avengers mitmachen durfte, weil er Black Widow kannte. Ansonsten hätte er bei den Avengers nichts zu suchen gehabt, genauso wenig wie Bucky Barnes. Jedenfalls nach der 8. oder sogar After-Credit-Scene bleibt mir nur noch zu sagen, bitte mehr Filme von Black Widow, egal wie abstrus der hier auch wieder war. Deshalb bekommst du Black Widow natürlich die dunkelgrüne Lately Fake News Kinokarte, die dich automatisch berechtigt, eine Fortsetzung zu drehen. Mindestens eine, höchstens so viele, wie Disney aus 2 Comic-Heftchen quetschen kann. Also über 60 Filme. Denn mehr Comicbücher hat Stan Lee auch nie geschrieben. Das waren die Lately News. Wir sind's wieder am Freitag. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.